Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute, ihr seht es oben schon im Titel oder unten oder wo auch immer, der Endshow vom DEFCON 2022. Wir hatten jetzt This is Eva 2022, was ein Banger war. Ghost Stories, was ein Banger war. Einige haben sich's gewünscht. Ich hab da auch mies Bock drauf. Ihr wisst, nach und nach kommen so die ganzen Reactions zu den früheren DEFCON Ones. Endshows, Closing-Shows, Closing Ritual meine ich natürlich. Was haben wir noch? Ne, die ganzen Sets und. Ihr merkt's ja, ich springe hier hin und her. Hat natürlich auch schon, oder ist auch dadurch verschuldet, dass ich halt keine Reactions hochladen kann zu 2025. Ich bin da noch dran, irgendwie das zu ändern. Entweder kann ich es nächstes Jahr auf YouTube hochladen, ohne ordentlich irgendwas wegcutten zu lassen. Plus, ja, oder um es überhaupt hochladen zu können. Vielleicht finde ich da aber auch noch irgendwie was anderes. Ich bin da dran. Wir schauen einfach mal. Aber jetzt gehen wir rein. Endshow. Let's go. Bro. Ich versuch's gar nicht erst, diesen Namen auszusprechen, ne? Da muss ich oft sagen, ey, da merkst du halt dieses Krasse vom Deutschen irgendwie, ne? Das ist verdammt schwer, solche Namen irgendwie auszusprechen. Auch manchmal so arabische, das merke ich auf der Arbeit immer. Die Namen aussprechen, aber das? Russisch? Ist das Russisch, würde ich jetzt sagen? Oder, ne, irgendwie so Osten Europa, sowas? Junge, 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 Junge. Crazy, crazy, diese Namen. Aber wahrscheinlich sind die aber auch irgendwie, irgendwas Schönes haben die ja trotzdem an sich, muss man ja sagen. Ist verrückt, wie manche das halt fühlen können, ne? Wenn man jetzt hier auf die Dame hier achtet. Das ist mal das ist mal ein Anfang. Aber wie schön das auch von oben aussieht, ne? Da muss man halt wirklich sagen, so, das sieht halt mega geil aus. Und da bin ich auch wieder ganz ehrlich, da Handys rauszuholen, ne, um so ein geiles Feeling halt zu kreieren. Warum denn nicht, ne? Ja, Schwansee, wie hieß es jetzt? Ja, Schwansee. Ja, ne? Ist eine schöne Melodie, sieht schön aus, cool mit dem Feuerwerk. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ne? Da muss man halt wirklich so ein bisschen komisch sein in meiner Meinung. Ja, du hast da vorne eine kleine Tänzerin auf einer riesen Bühne, die ja wirklich untergeht in dieser Bühne. Und alleine, wenn man sieht, wie weit ja alles hier reicht oder wie weit hinten man stehen kann, du siehst das ja leider nicht, ne? Da denke ich ab und zu, wäre es nicht irgendwie cooler, doch Bildschirm aufzustellen, dass das halt alle sehen.
Aber gut, das ist wieder nur mein Denken, ne? Halleluja, ey. Wie krass das bitte aussieht, ne? Also, ne, nicht falsch verstehen. Sehr, sehr schön getanzt. Ich finde sowieso, ne, diese Art von Tanz immer so schön zu diesen Geigen- oder Piano-Sound, weil das irgendwie so zeigt, wie krass du deine Emotionen oder, ne, wie krass du diese Töne halt widerspiegeln kannst. Also, es ist ja so ein richtig eleganter Tanz, dieses Ballettmäßige. Oder Ballett, nicht Ballettmäßige. Es ist ja einfach wirklich so richtig elegant. Hat sie ja auch gerade gezeigt. Deswegen halt wunderschön, aber ich finde es halt so ein bisschen schade halt, dass sie halt nicht wirklich gesehen wird, weil man sieht's ja jetzt schon, ne? Du siehst hier ungeführt nichts. So klar, wenn du hier stehst, ist natürlich auch noch mal 'n bisschen was anderes, grade mit den Handys und so. Oder wenn die Leute aufeinander sitzen oder, Hände hoch machen oder so. Deswegen. Aber nichtsdestotrotz, sehr schön getanzt, geil. Feuerwerk natürlich wieder on point. Grade auch dieses Feuerwerk, was jetzt kommt, ne, wo dieser Phönix so fucking sexy aussieht. Boah, sieht crazy aus. Oh, wow. Ey, das ist wirklich so 'ne geile Bühne, ne? Ich glaube, die Bühne kannst du auch locker in deine Top 3 reinballern, ne? Alleine so vom Aussehen her, aber jetzt so mit den Lichtern und so. Our instinct is what drives us. Our nature is what shapes us. Surrender to the energy of the holy grounds we call home. This is where we belong. Sag mal, geht dieses Licht mit dieser Stimme mit? This is where we belong. Sieht so aus. Wenn's so ist, boah, das ist schon also, wie gesagt, das ist, wenn nicht sogar meine Top 2 Bühne. Also, Top 3 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Die hat so viel Aura und die ist so cool, ey. Welcome home. Boah. Ich hab Gänsehaut, ne? Halleluja, ey.
wenn man überlegt, ne, nach dieser Corona-Scheiße, da hast du dann diesen Phönix, der ja, ich finde, so ein geiles Symbol hat einfach. Und dann ballern die da so einen Song danach. Nee, ich finde, das hat so ein geiles Feeling. So schön, ey, wow. Holy shit. Ich liebe auch, dass sich das nie geändert hat, gefühlt, ne? Sobald diese Art von Sound kommt, kommen diese Laser raus. Ich liebe das einfach. Ey, ich komme nicht auf die Bühne klar, muss ich ehrlich sagen, ne? Es ist ja, wenn du so von vorne guckst. Wenn du jetzt mal ein bisschen hier drüber guckst, sag ich mal, oder nur hier hinguckst und nicht das Gesicht so ein bisschen ausblendest, siehst du ja so hart diesen fucking Phönix da, ne? So, und könntest denken, dass das Gesicht einfach nur so der Bauch ist. Wenn dann noch das Gesicht dazu kommt und du halt wirklich siehst, wie fucking breit das ist so eine gute Bühne. Das ist so eine gute Bühne. Boah, eigentlich bin ich ja der Riesenfan von diesen Zwirbeldingern, die wir gerade hatten, ne? Die hier. Aber die sehen auch mega geil aus, ne? Mit diesen goldenen Schwaden, die dann in so, oder die, ne, so große Lichtbälle, die hochfliegen und so einen goldenen Schwaden hinter sich herziehen. Schweif, nicht Schwaden. Schweif. Move it, bitch. Bitch. Bro, what the fuck? Ich find's auch geil, wie die halt wieder diesen Cut machen von den Lichtern her, ne? Das ist dieses nicht Hardstyle-mäßige. Und dann kommt dieser Hardstyle und es kommt wieder Feuer. Also das ist immer so geil gemacht.
Ey, geil. Boah, guckt euch das an, ey. Wer ist er? Weekend Warriors. Also komisches Muster draus, sei ehrlich. So von der Seite könntest du denken, da kommt gerade einer aus, entweder aus der Dusche oder was auch immer. We are the alchemists Okay, so jetzt nicht mehr. of breath. In this journey, we will take consciousness of the tribe to the next level. Breathe with me. Follow my voice and let go. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Go with the flow of the breath. Hilfe, ey. In, out, in, out, in, out, in, out, into the belly, into the chest, and let go, like a wave. Make it circular. Fully in and letting go. Just keep on going. Oh, wie sich da im Hintergrund wieder die Musik aufbaut. Wow. No pause between inhalation and exhalation. Fully in, letting go. Holy shit. Five more. Let's give it all we Hammer. got. You are the alchemist. Feel the energy flowing through your body. Together, we are one. Feel your presence. 5, 4, 3. Ey, das hat so eine krasse Optik, wenn das so mit dem, was ist das, sag ich mal, schneemäßigen, ne? Als würde der wirklich durch diese Zeit, so ganze Zeit seine Atmung da machen, wie so ein Ältester. Hilfe, 2, wie 1. geil. You are the alchemist. Round number 2. Back into that rhythm. 10 more. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. In, Auch wieder mit den Lichtern, ne? Dieses Einatmen und dann, wenn es ausgeatmet wird, dass sie dann einmal diesen ganzen Phönix ausleuchten mäßig, ne? Oder über den ganzen Phönix so rausgehen. Boah! out. In, out. In, out.
with peace, out with stress. Wow, es ist einfach andersrum, als ich gedacht habe. Das fällt mir jetzt erst auf. Das Einatmen ist halt wirklich so, die Luft kommt rein und wenn es ausgeatmet wird, geht das Licht ja wieder zurück. Wow. Out. In with peace, out with stress. Aber geil gemacht. Nice, deep, circular breath. Take a deep breath in and hold for 15 seconds. Stell dir mal vor, du machst das die ganze Zeit mit und es ist ja so, ne? Sobald du dich auf deine Atmung konzentrierst, fängt es ja an, dann dauert es ja ein bisschen, bis du dieses automatische Atmen wieder drin hast, ne? Wo du dann gefühlt so auf einmal ganz, ganz komisch atmest, ne? Du denkst da ganze Zeit dran, dass du wirklich vernünftig atmest, gerade auch so in diesem Rhythmus. Oh, ey, wenn du das die ganze Zeit mitmachst, braucht das ja Ewigkeiten, bis da erstmal die automatische Atmung wieder angeht. Junge. Aber auch irgendwie cool. 3, 2, 1, let it go. Okay. Let's go! Immer wieder faszinierend, dieses Timing, was die da hinkriegen mit ihrem Feuerwerk, ne? Weekend Warriors. Whatever you do, take this feeling home with you. Holy shit, die Aliens kommen, die Aliens kommen. Ey, das ist eine der schönsten Endshows, die ich bis jetzt gesehen habe, ne? Natürlich, weil die Bühne unfassbar geil ist, aber Alter, die Beleuchtung, die da machen, wow. In order to rise, we first must burn. Resurrect my warriors and become your new immortal self. Obtain new life. Rise from the ashes. Junge, leck mich an die Kiste, ey. Also man muss ja wirklich sagen, dieser Wackeleffekt hat ja irgendwie was Cooles auch, ne? Dass das halt so dieses Auferstehen halt ein bisschen verkrassert, ne? Aber das wäre am Anfang halt cool gewesen, sag ich mal so, ne? Jetzt so hätte ich mal gesehen, ob das wirklich die ganze Zeit so diese Beleuchtung so geil ist da auf diesem, auf dem Phönix. Wie wir das hier sehen. Dieses mit den Schatten so ein bisschen da. Das ist ein bisschen sehr krass.
Junge, ey. Holy shit, Mann. Ja, okay, gut, der Effekt, der macht schon ordentlich was, ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, auch ohne hättest du so ein krasses, also hat das so viel Power. We no longer fear the darkness. Because we know we will rise again. A fire shall be awakened. A light from the shadows shall spring. Boah, ich finde, das hittet so krass, ne? Generell, wenn du so an diese Sachen glaubst, so sage ich mal, ne, dieses, okay, es passiert Scheiße in deinem Leben, aber du wirst dadurch stärker und so, ne? Oder manche Sachen musst du halt beenden, damit du daraus stärker hervorkommst wieder. So, das hittet ja schon stark, aber wenn du das hier jetzt nochmal siehst mit dem fucking Phoenix, ne, was davor passiert ist, mit der Scheiße, was die Jahre davor passiert ist, jetzt das Festival ist wieder da und so. Das hittet gut, ey, das hittet gut, ey. Ashes, we will transform. Oh. Muss aber auch ehrlich sagen, das ist das erste Mal, dass ich wirklich so eine kleine Geschichte dahinter erkenne, ne? So ein bisschen so ein bisschen Storytelling-mäßig. Ist geil. Also mit den ausgewählten Songs. Oh, was ein Song, ey. We've seen it all, but something goes much deeper. Who we really are. Also wenn du da stehst, dieser Song läuft und du keine Gänsepässe hast, weiß ich auch nicht, ne? Also What defines us all. Know that there's no weakness. Still I wait to change and fall. Become the one I am. The journey has begun right now. Born from ashes, I will go. Caught in change, we will transform. And the storms are fading now. I can finally start it all. 'Cause the times are changing now. We transform. And the winds will come in. And the walls will all fall down. 'Cause the times are changing now. There we transform. boah. Ich muss halt wirklich sagen, ne, das kriegst halt gerade ganz anders. Hilf mir her, ey. Boah. Ne, das ist ja die Sache. Und ich denke, dass wir da alle irgendwie auch miteinander reden können oder ne, darüber so reden können. Dieses von wegen, dass es halt krass anders hittet. Einfach weil diese zwei
ja, 2 Jahre Corona viele von uns halt so irgendwie auseinandergenommen haben. Gerade auch, ich glaube, die meisten auch irgendwie viel mehr dazu gebracht haben, über sich selber nachzudenken und vielleicht auch über Sachen nachzudenken, wo wir vor der Zeit gar nicht so hätten drüber nachgedacht, ne, die uns dadurch irgendwo auch kaputt machen. Das finde ich so krass. Und dann kommt diese Show hier mit dem Song. Boah, das hittet anders. So, jetzt im Nachhinein ist es so dieses Erinnern und vielleicht wieder auferleben von die oder was heißt wieder auferleben, ne? Aber dieses Erinnern an diese Zeit, wo man wirklich zu Hause hing, ne? Du konntest nichts machen, alles nur über PC, Handy, whatsoever, gefühlt rausgehen war nichts, nur mit Maske. Äh, ich zu der Zeit hatte sogar auch, selber noch mit Sachen zu kämpfen, sage ich mal so. Ey, und jetzt so im Nachhinein, wenn du halt so wieder so 'n bisschen in diesen Rhythmus reingekommen bist, auch dir vielleicht in dieser Zeit so klar geworden ist: „Ey, du musst, Sachen anders angehen, du musst, vielleicht so mehr an dich denken und.“ Das hittet grad richtig krass, ey. Weil es halt wirklich das das ist halt wirklich perfekt gemacht. Es ist wirklich so dieses, ne, okay, durch diese Scheiße, ob's jetzt Corona ist oder auch die kurze Nachzeit, ey, es ist so viel Scheiße passiert, wo wir uns alle, glaube ich, irgendwo bisschen verfangen haben in so schlechten Gedanken und so. Und dass man jetzt halt wieder so wirklich auflebt, weiterlebt, sein Shit macht und irgendwie noch stärker rauskommt, ne? Was ist das geil gemacht? Das ist ja wahnsinnig. We will transform. Geil, ey. Die Macht der Musik, ey. Ich liebe sie einfach. Transform. Now that we transform. Junge, was ne kranke Scheiße, ey. Wow, ey. Wahnsinnig. Wow. This was a Q-Dance experience. Q-Dance. Oh, Junge, ich lieb's jedes Mal wieder, ey. Geil.
Was eine Endshow. Wow. Ich will gar nicht das Closing Ritual sehen, ey. Also jetzt muss ich ehrlich sagen, das Closing Ritual wird mich, glaube ich, richtig killen, ey. Halleluja. Oh mein Gott. Ja, wahnsinnig. Ey, wie gesagt, ne, hit hard, crazy. Natürlich, meiner Meinung nach ist das natürlich nochmal eine ganz andere Experience, als wenn du so jetzt, sage ich mal, zu einem Festival gehst oder gerade auch zu einem Defcon gehst. Äh, heißt nämlich, dass ich das gar nicht schmälern will, ne? Du hast ja, äh, für viele ist ja die Festivals sorry, so. Für viele sind Festivals ja wirklich so dieses Ausbrechen, sage ich mal. Ausbrechen aus dem Alltag. Vielleicht, ist dir irgend 'ne Scheiße passiert, ne, irgendwie ordentlich Scheiße passiert in deinem Leben so und du gehst zu diesem Festival einfach, um mal abzuschalten und so und diese 4 Tage oder 3 Tage oder 2 Tage, es hängt ja immer dran von den Festivals, können dich ja auf einmal so freiballern, ne, weil du halt unfassbare Leute da kennenlernst und auch siehst, alleine durch Sehen ja, ne, wie froh da oder wie fröhlich da die meisten Menschen da sind, wie frei die Menschen da sind. Dann hast du die Leute, natürlich die DJs, ne, die mit ihrer Musik einfach so was Geiles kreieren können, wie hier zum Beispiel, ne, Transform, der dich halt wirklich wegballert. Aber auch generell auf anderen Festivals natürlich, ne, oder auf anderen Defcons. Und einfach für dich ist es ja einfach noch mal die ganze Kulisse an sich, die Bühnen, die Essenstände, die ganzen Leute, die links und rechts neben dir herlaufen, was sie da alles aufgebaut haben und so. Das ist ja alles das ist alles eigentlich so surreal, wenn man eigentlich so drüber nachdenkt, ne, dass irgendwann mal jemand so auf die Idee gekommen ist. Aber am Ende des Tages ist es halt wirklich so einfach so 'ne Befreiung, ne? Und das ist halt, finde ich, immer so geil. Klar, hier bei 2022 muss man einfach sagen, ne, das war halt größte Befreiung, sage ich jetzt mal so irgendwo mit drin, durch diese Scheiße, die davor die Jahre war. Natürlich hätte das noch mal anders, aber, ja, wie gesagt, am Ende des Tages, Festivals sind einfach unfassbar geil und ich kann jedem einfach nur an Herzen legen, dass man auf 'n Festival gehen sollte, ob's jetzt erst kleinere sind, ne, um einfach 'n bisschen in den Geschmack zu kommen oder vielleicht gleich zu 'nem Defcon. Ähm, auf jeden Fall mitmachen. Klar, lasst euch da auch nicht irgendwie, den Spaß nehmen. Natürlich solltet ihr aber auch selber drauf aufpassen, dass ihr anderen den Spaß nicht nehmt. Ähm, aber manchmal hört man ja: „Ja, ne, ich habe das und das gesehen und dies und das gesehen. Das ist halt das hat mir halt den Festival-Vibe kaputt gemacht." Ich denke, da ist dann die Sache, dass man da vielleicht 'n bisschen drüber hinweggucken muss. Natürlich, es, liegt immer daran, wie schwerwiegend das ist. Natürlich gibt's auch überall gibt es Hampelmänner, die versuchen, da irgendwie Stress anzufangen oder was auch immer. Finde ich sowieso immer größter Quatsch. Wenn man so einer ist, dann sollte man sowieso zu Hause bleiben. Ähm, weil Festivals sind halt für die Leute, ne, die einfach abschalten wollen, die einfach frei sein wollen, die vielleicht mal ihre ganzen Sorgen halt irgendwie rauslassen wollen, im Sinne von Tanzen, im Sinne von einfach da, ne, rumzuzappeln, was auch immer, bisschen crazy zu sein. Ja. Aber was ich nur sagen kann, geht auf jeden Fall zu 'nem Festival und lasst euch da nicht irgendwie von irgendjemandem da euren Spaß vermiesen oder die Experience, weil Festivals einfach unfassbar geil sind. Und ich rede jetzt nicht nur von diesen unfassbar geilen Bildern, die du natürlich bei der Hauptbühne siehst, natürlich hier vom Defcon, aber man muss ja wirklich sagen, was da aufgefahren wird, jedes Jahr wieder, aber hier natürlich extrem wunderschön, grade mit dieser ganzen Message und so, wahnsinnig. Deswegen, ne, lasst euch das nicht kaputt machen, auch wenn ihr vielleicht jahrelang Festivalgänger wart und, jetzt drüber denkt aufzuhören, weil ihr irgendwas, mitbekommen habt oder so. Macht einfach weiter. So, ich glaube, das sind so Experience und Erinnerungen, die du halt nie wieder irgendwie kriegen kannst und die halt auch irgendwo lebensverändernd sind. Ich meine, ich höre es ja auch immer öfter, ich sehe es ja in den Kommentaren, mir wird persönlich geschrieben,
In meinem Umfeld gibt es natürlich auch viele, die sagen, ey, so ein Festival, das ist es einfach. Deswegen lasst euch da bloß nicht irgendwie ja, die Sache vermiesen. Auch wenn es ein Thema Feuerwehr geht. Dass es natürlich irgendwo schädlich ist für die Umwelt und, müssen wir nicht drüber reden, aber man muss auch darüber reden. Irgendwo ist alles schädlich, ob es für einen selber ist, ob es für Umwelt ist und. Ich will das fast nicht aufmachen, aber ich sag ganz ehrlich, für die 4 Tage, dann muss das halt mal. Dann muss das halt mal. Es gibt genug andere Scheiße auf der Welt, die um Weiten schlimmer sind. Und da muss man jetzt auch nicht hier überall auf einmal ein extremes Fass ausmachen und versuchen, den Leuten diese Suppe zu versalzen, einfach diesen Spaß zu nehmen. Deswegen, lasst euch auf diese Scheiße nicht ein, habt einfach euren Spaß, vielleicht einfach runterschlucken die Scheiße. Und ja, lasst uns einfach dieses Festival-Dinge genießen, weil ihr merkt, ich sitze hier. So, ich war noch nicht auf dem Defcon, ich war zwar auf andere Festivals, aber diese Experience ist ja irgendwo ähnlich. Natürlich nicht dasselbe, nicht das gleiche. Aber es ist ja ähnlich einfach, ne, diese unfassbare Leichtigkeit, die da herrscht, diese Freiheit und diese unfassbare Willen um Spaß haben, sag ich mal. Deswegen, lasst uns einfach diese Festivalliebe einfach weiterführen. Bin ich der Meinung. Und ja, zu dem Video, wie gesagt, natürlich jetzt ein bisschen abgeschweift, ne, aber irgendwie muss ich das loswerden, gerade nach dieser wunderschönen Endshow. Ja, unfassbar geile Bühne. Gerade mit dem Alchemist, sehr geil gemacht. Sehr, sehr geile Show. Wahnsinnig, was die nochmal aus der Bühne nochmal mehr rausgeholt haben mit den Lichtern, mit den Lasern, mit den whatsoever. Das sah mies geil aus. Auch, ne, wenn man hier jetzt so guckt. Ey, das sieht so cool aus. Klar, diese Effekte vielleicht ein bisschen zu extrem, ne, wo der Phönix wirklich sich aus der Asche erhebt. Kann man so sehen, weil ich fand, hätten wir den Effekt nicht gehabt, hätte es vielleicht. Also das war einfach so eine kleine Kirsche, ne, muss man einfach sagen, aber wäre die Kirsche nicht da gewesen, wäre es auch okay gewesen, weil diese Lichter unfassbar geil aussahen. Ja, Songauswahl mega geil, hat dich voll in die Feelings geballert und dieses Ende, was auch irgendwie so ein bisschen an so einen erwachenden Phönix erinnert, mega geil gemacht. Deswegen sehr, sehr, sehr geile Show, hat mich mies abgeholt. Und ja. Dann war's das mit der Reaction. Ihr wisst, wie es ist. Haut mir einen Hashtag. Ja, Hashtag Endshow ist eigentlich langweilig. Phoenix wäre irgendwie zu offensichtlich, sag ich mal. Rise. Wir machen einfach Rise. R-I-S-E. Rise, ja. Oder Rising? Ne, wir machen einfach Rise. Rise, ich glaube, das kommt ganz cool. Passt auch irgendwie so, ne, wieder, ne, dieses Auferstehen-mäßige. Ja. Haut mir den Hashtag Rise rein, wenn ihr es bis hierhin geschaut habt, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction wieder. Wird wahrscheinlich die Closing Show sein. Wann die kommt, nagelt mich nicht drauf fest. Ihr wisst, es steht noch ordentlich was an. Werden wir auch alles irgendwo nachholen und nachziehen und alles zusammenpacken und. Es wird noch ordentlich was kommen. Auch wenn ich meine über 1000, ich weiß gar nicht, ich glaube fast 1200 Videos auf diesem Kanal habe. Ich glaube, die 10.000 knacken wir auch noch irgendwie alle zusammen. Ja, und ich hoffe, ihr seid dann dabei bei der nächsten Reaction. Dann werden wir vielleicht die 10.000 irgendwann knacken oder wann auch immer. Aber bis dahin wünsche ich euch dann einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.